Willkommen zurück, meine Freunde, zu Let's Play Thief 3 Deadly Shadows. Ich habe jetzt wieder ungefähr 2 Monate nicht gespielt. Aber das macht ja nichts. Hoffen wir mal, dass wir den Typen da irgendwie loswerden. But perhaps, yes, perhaps 'twas the groaning of the beams. Das wird's gewesen sein, mein Freund. What Do I sound mishear? does come? Shit. Shh, brother. Listen with me. So, oh, wir haben ein paar Minen, das ist gut. Ja, komm mir nicht zu nah. Halt, stopp. Mine ears doth mistake me then. So. Hey, come forth, whoever thou be. Let he who hath killed this man be struck with mighty vengeance. Might something have moved in those shadows? Nein, deine beiden Kollegen liegen da, weil sie... weiß nicht. Pillen geschluckt haben. Oder was? Ah, thy noise betrayed thee, and it shall lead me to thee shortly. Thou shalt be found out ere long. Sprichst du von dir immer in der Mehrzahl? It seems fair to presume the killer is quite a ways away from here by now. Tschüssi. Ah, 14 Stück habe ich davon noch. Sehr schön. So. Licht aus. Bisschen zu hell hier. Hallo. Okay. Doth someone prefer the dark? Ja, ich bin so ein Kellerkind, weißt du. Ich lebe lieber im Schatten. What was... Ach, du möchtest wissen, was das war? Das war ein Schlag auf den Hinterkopf. Soll das Denkvermögen erhöhen. So, was haben wir hier? Schönes Öl und ein bisschen Gold. Den Becher nehmen wir auch noch mit. Sehr, sehr schön. Schlaf hier. Da möchte ich nicht dazwischen geraten. Okay. Ah, da. Alles klar. Den Architekten sollte man verklagen. Es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, hier eine Nische drunter zu bauen, oder? Damit da wenigstens ebenerdig ankommt. Schön leise. Muss noch leiser hin. Ach ja, wenn doch alle Uhrwerke nur so groß wären, dann würden wir nie wieder ein Zahnrädchen verlieren.
uns hier um? Master Tobias, as thou didst instruct me, I hath spent a night in meditation upon the workings of the furnace. 'Tis well. Art the workings clear to thee? They are clear, but one thing doth still perplex mine thoughts. Speak then. Much effort hath been spent on other machines. The valves to release excess steam, the mechanism to halt the gears. But these devices, they aren't only necessary shouldst the main workings wilt go awry. Shouldst we not instead strive that all shalt work smoothly? Thy words speak to thy youth. To assume that our works canst never fail is to pride one's own works as great as those of the builder. Ah ja. Ich muss erstmal die ganzen Hammeriten hier loswerden. Bevor ich mich dem Uhrwerk da unten näher. Nichts. I hear it no longer. Schlaf. Die haben ja eine Rattenplage, darum sollten die sich mal kümmern. Ah, eine neue Karte. Mhm. Was denn für eine? Aha. Büro, alles klar. Büro des Vorarbeiters. Kohle. Da ist der Ofen, da ist die Mechanik, von da sind wir eben gekommen. Dann sind wir hier hinten lang. Hier stehen wir jetzt sozusagen. Das heißt, wir müssen an die Kohle ran, wir müssen an das Ventil ran. Vielleicht noch irgendwas mit dem Ofen anstellen oder ich weiß nicht, da fällt dann die Kohle vielleicht letztendlich rein. Eine neue Mine. Okay. Die Tür lässt sich nur knacken. Ich habe jetzt ehrlich gesagt wenig Interesse daran, die Tür aufzuknacken und damit vielleicht irgendwelche schlafenden Hunde zu wecken. Sieht so mal so an, als ob da einer auf der Treppe spaziert. So, von da sind wir gekommen. Da hinter uns ist also alles clean. Weg, ihn loszuwerden. Wäre ich jetzt hinter ihm losgelaufen, hätte er mich sofort gesehen und seinen Zauber gewirkt. So, jetzt knacke ich das Ding. Okay. Da das alles hier relativ simpel gehalten ist, muss ich mich an keine Reihenfolge halten. Einfach betätigen. Es fällt mehr Kohle in den Ofen. Dann machen wir die Ventile zu. Ah ja, da unten müssen wir dann die ganze Mechanik bloß noch anhalten. So, Notpfeile habe ich keine mehr. Das heißt, jeder Schritt von mir wird jetzt hier einen unendlichen Krach machen.
Ja. Passiert manchmal, wa? Was ist denn überhaupt mit dir nicht in Ordnung? Warum läufst du gegen die Treppe, du Blödmann? I have worked myself up for naught. 'Tis the trickster's work. Hier komme ich nicht drunter durch, nein. Und da hinten ist nämlich auch noch was zu holen, zum Beispiel Weihwasser. Ich brauche es zwar hier nicht, weil hier keine Zombies sind. Aber hey, was man kriegen kann, ne? So, der Einzige, der hier ungefährlich ist, ist die Specksparte da hinten. Der Schweißer. Der schwitzt hier alles voll, wisst ihr? Something? What? Nope. Didst thou just say something? Nope. Ich schaue zuerst mal den da hinten aus. Und hier vorne kann ich mich besser kümmern. I shall play thy fool no longer. Ist überhaupt jemand hier? Glänzt zum Beispiel noch was ganz hervorragend. Einer von euch ist noch irgendwas mit sich. Oh, die Ratte habe ich auch mitgebracht. Sehr schön. Ich habe ja per se nichts gegen Ratten, aber es sollten, wenn da schon Hausratten sein. Ne? Also diese freilebenden Ratten, die sich dort einnisten, wo es dreckig ist. Na gut. Nehmen wir die Prophezeiung selbst in die Hand. Those noises mean bad news. Time may have stopped, but this is looking more destructive than I had planned. And while I made some profit, I didn't notice any prophecies being fulfilled. I would hate to admit the keepers were right after all. The best thing to do now is return to the library until the dust settles. Maybe Katika's finally ready to tell us who the brethren and betrayer is. Diese Geräusche gefallen mir gar nicht. Die Zeit steht zwar still, aber mein Plan war wohl etwas destruktiver, als ich dachte. Und irgendwelche Prophezeiungen haben sich, soweit ich weiß, auch nicht erfüllt. Ich würde wirklich nur ungern zugeben, dass die Hüter recht hatten. Ich gehe jetzt zur Bibliothek zurück und warte, bis sich die Wogen geglättet haben. Vielleicht kann uns Kaduka ja inzwischen sagen, wer dieser Bruder und Verräter ist. Neue Aufgabe. Kehren Sie in die Bibliothek der Hüter zurück. Finden Sie heraus, ob Deuterin Kaduka inzwischen weiß, wer der Bruder und Verräter ist. Drache geht sonst wohin. Zumindest steht sie gerade mit dem Rücken zu mir. So, da hinten komme ich zwar theoretisch lang, aber ich will nur ungern
Arme laufen. Wie sieht es hier vorne aus? Das möchte ich total nicht. Is it too much to ask they keep these buildings from falling down on us? They ain't done nothing to deserve that. Too much money? Ain't no such thing. I don't know where she gets her crazy ideas. Ridiculous woman. Remember, you know where to go for the best merchandise. Würde mich jetzt gerade nur ungern in ein offenes Gefecht begeben. Wenn es nicht unbedingt sein muss. Hi. So, gibt es hier was Neues zu holen? Ja. Being in town's given me an idea. Maybe keep my place open half an hour later than the competition. See what that gets me. Eine halbe Stunde, ja. Ja. Was war das jetzt für eine Nummer? Ich wollte mich eigentlich nicht in der Wand verstecken. Schlaf, schlaf. So, na dann wollen wir doch mal sehen. Sesam, öffne dich. Interpreter Katica. Katica? Keeper Orland. Katica is dead. Murdered. I went to bring her the copy of Moran she requested, but then her door was open. She never leaves it open. I looked in and Garrett has killed Interpreter Katica, you say? Seize him and bring him to the council room. Der Arsch ist so voreingenommen. Is the only murder in our ranks since these halls were founded by the first of our ancestors. But Garrett had no reason to kill Katica. Has he not walked in line with the prophecies before? Yet some say the prophecies point to him as brethren and betrayer. Surely he knew that the Garrett killed Constantine. Yes, and Karis as well. His hands long. A thief. And no stranger to murder is not match the manner in which Katica was killed. How could Garrett have been the one? Remember that we asked Garrett to join us, to share his knowledge and skill. But now we turn upon him without proof. Broken and destroyed the clock tower. Petty vandalism. Notice that the clock tower does appear that way from some angles. We must consider the implications. If that prophecy refers to one of the clock tower is irrelevant. The matter at hand is murder, done by one who we accepted as our guest and brother. Unsere lieben Freunde, die Vollstrecker. These proceedings are highly irregular. I have heard enough! Garrett, have you anything to say before sentence is passed? You haven't listened to anyone else yet, Orland. Why start now? Silence! You are declared guilty of Interpreter Katica's murder. Your punishment will be determined by the council. Now remove him!
I regret to inform you that Garrett has escaped. Very good. Call together the Keeper Enforcers. They will track him down and erase our problem. Ach Gott. He is not here at present. I do not sense him. I do not sense him. If he were here, I would sense. Orland hat es ein bisschen zu einfach gemacht bei unserer Verurteilung. Wie bitte um alles in der Welt hätten wir Kadoka töten sollen, während wir im Glockenturm waren? Okay, ich muss gucken, dass ich den Typen hier loswerde. This keeper door can't be used. Something must be wrong with the glyphs. Da haben die Glyphen The gesperrt. enforcers are using telepathy to communicate silently. I don't think they know I can hear them. Die arglose Bürger angreifen, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Aber die greifen ja alles an, was sich bewegt. Hamariten, Wachen. Jawohl, haut drauf, Hamarit. Du schaffst das. Wir sind zu dritt. Haut ordentlich drauf. Habe ich einen Lärmfall dabei? Ja, sehr schön. Sounds like a deception. Okay. Jetzt hast du ausgespielt. Nach Stone Market. Okay, da wollen wir vorläufig nicht hin. Das ist überhaupt unsere Aufgabe. Also nebenbei. Gehen Sie zu Ihrem alten Hehler in der Altstadt. Vielleicht kann er Ihnen helfen, bevor die Meuchelmörder der Hüter Sie töten. Camion wohnt im Osten. Also da drüben irgendwo. Oh. Das nehme ich. Now that would be scary. I guess everything's all right. Just jumpy from working too long in the pub. Wache oder Bürger?
ich in diesem Spiel schon mal, abgesehen von Piraten, eine weibliche Wache gesehen? Ja, was für eine Überraschung. Okay, die Tür muss ich knacken. Oder den Weg über das Dach nehmen. Vorher muss ich den Typen da oben aber loswerden. Gucken, gibt es hier vielleicht irgendwas zu holen? Solche Nischen sehen irgendwie verdächtig aus wie gewollt. Oh, was zum Lesen. Letzter Wille von Morrissey Blander. Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte schreibe ich hiermit mein Testament und meinen letzten Willen nieder. Meine wenigen irdischen Besitztümer vermache ich der Kirche, da ich keine Familie habe. Was mein Begräbnis betrifft, so möchte ich mit meiner Karte, dem architektonischen Grundriss der Shalebridge-Wiege, bestattet werden. Die Gestaltung dieses großartigen Gebäudes war mein Lebenswerk. Ich wünsche eine normale Bestattung, ohne Schnickschnack, obgleich ich sehr gern in den Katakomben der Hamaritenfestung meine letzte Ruhestätte finden würde, sofern dort noch Platz ist. Überdies fände ich es höchst erbaulich, wenn bei meiner Beerdigung jemand ein paar Worte über die Shalebridge-Wiege verlieren könnte, etwa über die erhabene Architektur des Gebäudes. Oder dass das ein fucking creepy Ort ist, wie wir später noch feststellen werden. Okay, da hinten ist ein Fallgitter. Hier sieht es nicht so aus, als würde es groß weitergehen. Okay. Achtung, ich komme. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das da ein R oder ein K genau ist. Ich lese es einfach mal als K, weil der obere Rand so ausgeblichen ist. Tagebuch von K. Hawkner. Dienstag. Die Sache läuft besser, als ich gehofft hatte. Sobald ich auftauche, übergeben sie mir die Ware. Nacht für Nacht. Ich bin zufrieden, aber die? Tja, die wollen im Geschäft bleiben. Mir gefällt unser kleines Arrangement, jedenfalls. Schließlich bin ich der Einzige, der davon profitiert. Abgeben muss ich nämlich auch nichts, weil die anderen Stadtwachen nichts von der Sache wissen. Tja, mein profitabler Betrug will wohl überlegt sein. Mann, bin ich clever. Mittwoch. Wieso trinke ich dieses Zeug eigentlich nicht selbst? Zumindest jede dritte Flasche oder so. Erstens könnte ich den Verlust verschmerzen und zweitens kaufe ich mir von meinem Gewinn sowieso nur Schnaps. Dadurch würde ich mir vermutlich eine Menge Geld sparen. Ha, ich bin ja so verdammt clever. Ja. Das wollte ich nicht wieder aufmachen. So, ein neuer Hinweis. Den gucken wir uns noch kurz an. Die Heiden, die Hamariten, die Vermieter, die Türglyphe. Hawkner, ein Wächter der Stadtwache, erpresst von einer Taverne in der Altstadt jede Nacht eine teure Flasche Wein. Oh, gerade die Shalebridge-Wiege, da so weit weg ist die nicht mehr. So. Die Taverne. Ist jener Ort hier.